Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein. Ich bin heute auf der Spielwarenmesse, erster Messetag, 28. Januar, 11:15 Uhr. Und ich bin hier gerade am Lego-Stand. Und jetzt werde ich gleich die Pressekonferenz zeigen, die leider nicht auf dem Messestand, sondern vor dem Messestand stattfindet. Herzlich willkommen bei uns am Lego-Stand. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Mein Name ist Janina Rosso. Ich leite die Pressekommunikation für die Lego-Gruppe in Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ich habe hier noch mitgebracht Theresa Silbereisen, unsere Marketingleitung für Zentraleuropa. Frau Silbereisen wird Ihnen jetzt ein paar unserer Produkt-Highlights für das Jahr 2025 vorstellen. Ja, vielen Dank, Janina. Und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, dass Sie so zahlreich heute bei uns am Lego-Stand erschienen sind. Dies ist ein ganz besonderes Jahr für uns. Ich hoffe, Sie wissen auch warum. Wir sind zum 65. Mal als Lego-Gruppe auf der Spielwarenmesse vertreten. Und wir sind immens stolz darauf, ein so langjähriger Partner der global weltweit größten Fachmesse für die Spielware zu sein. Partner ist dabei ein wahnsinnig gutes Stichwort, denn Partnerschaften sind für uns als Lego-Gruppe immens wichtig. Zum einen, was unser Portfolio angeht, aber auch was unsere Kommunikationsstrategie angeht. Und ein relevanter Partner in 2025 wird für uns Thomas Müller sein. Und der hat gestern schon ein ganz kleines Announcement gemacht. Und den habe ich dabei. Leider nicht live, aber dafür digital für uns zugeschaltet mit einer ganz persönlichen Grußbotschaft an Sie. Film ab! Das war's mit der Akustik. Unsere Technik. Check nochmal. Geben wir dem Ganzen nochmal 10 Sekunden Zeit. Ansonsten kann ich Sie auch schon mal durch die restlichen Themen mitbegleiten. Spannung. Gut Ding will Weile haben. Ein bisschen warten wir noch. 2 Minuten. Haben Sie ein bisschen Geduld mitgebracht? Ja. Schauen Sie sich ruhig schon mal so ein ganz kleines bisschen um hier am Stand. Wir haben wieder ein wunderschönes Produktportfolio auch für Sie mitgebracht, ausgestellt. Auch 2025 gibt es wieder einiges zu entdecken. Unser Lego Brick da drüben auf der Seite sorgt gerade auch für gute Stimmung. Grüßt nochmal in die Menge. So, das ist auch einer der größten Cliffhanger, den ich jemals hatte. Super. Ich habe gerade einen Daumen hoch bekommen, das heißt, es steht nichts mehr im Wege. Thomas, Film ab, deine Grüße für hier die Audience. Hallo, hier ist euer Thomas Müller. Toll, dass ihr heute beim Lego-Team auf der Spielwarenmesse seid. Vielleicht wisst ihr schon, ich bin ja jetzt Lego-Trainer und bringe noch mehr Kreativität und Spielspaß. Seid auf einiges gefasst, was da noch so kommt. Selbst für Profis wird es vieles zum Staunen geben. Also, ich wünsche euch viel Spaß, viel Kreativität und tolle Ideen. Euer Lego-Markenbotschafter Thomas. Ja, super. Vielen Dank an Thomas Müller und er hat schon einige ganz relevante Stichworte fallen lassen. Warum haben wir Thomas Müller als Markenbotschaft? Er will mit uns als Markenbotschafter für die Lego-Gruppe sozusagen wieder mehr Fokus auf das Spielen lenken. Weil wir sind uns alle bewusst, dass spielerisches Lernen essentiell für die Entwicklung von Kindern ist. Es fördert wirklich wahnsinnig wichtige Komponenten für die Zukunft, zum Beispiel Kreativität, Problemlösung. Es fördert aber auch die Resilienz der Kinder, es fördert die mentale Stärke. Und ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass mentale Gesundheit in unserer Gesellschaft von heute wichtiger denn je ist. Und nicht zu vergessen, Spielen macht auch einfach immens Spaß. Es steigert das Wohlbefinden. Und wir glauben deswegen, dass der Lego-Stein durch sozusagen den Aspekt der Achtsamkeit, des Miteinanders, des Verbindenden, einen ganz, ganz wichtigen Link auch hat zum Trendthema der diesjährigen Messe Healthy Heroes.
Genau, zum Portfolio gleich noch ein bisschen mehr. Wir haben auch in 2025 wieder ein immens vielfältiges und integrierendes Sortiment mitgebracht, das sich über zahlreiche Altersstufen spannt, das ganz viele Themenbereiche und Interessen abdeckt und auch zwischen dem digitalen und physischen Spielen bridgt. Und dabei ist es nicht das digital oder physisch, es ist wirklich ergänzend. Denn Kinder lieben nichts mehr, als ihre digitalen Helden auch in den Händen halten zu können. Und wir sehen ganz, ganz oft, wie sie einfach so die Ansätze zum Rollenspiel aus den digitalen Fantasiewelten mit in ihr physisches Bauen einfließen lassen. Und deswegen ist der Bereich Gaming auch 2025 ein ganz wichtiger Bereich für die Lego-Gruppe. Wir werden hier einiges an neuen Impulsen haben, einiges an bestehenden Linien, die wir weiter ausbauen. Darunter zum Beispiel das Thema Lego Super Mario Kart oder auch Minecraft, wo ich hier schon mal auf unser Pilzkuhhaus verweisen darf. Also auch wirklich hier eine Namensschöpfung, die einfach direkt aus Kinderhand gekommen ist. Gut, beim Gaming dreht sich alles ums Schnellsein. Das ist auf jeden Fall sehr oft der Fall. Aber ich habe noch einen weiteren Ansatz für Sie mitgebracht, wo Schnelligkeit absolut im Fokus steht. Und das ist unsere neue Partnerschaft zum Thema Formel 1. Und wir sind immens stolz, diese Partnerschaft einzugehen und in 2025 wirklich alle 10 Teams auch innerhalb unserer Produktwelten abzudecken. Und diese Produktwelten spannen sich von den allerkleinsten, von Lego Duplo, bis hin wirklich über die Schulkinder via Lego City oder auch die Speed Champions, bis hin in den Erwachsenenbereich, die sozusagen hier sich auch den Fanmomenten hingeben können. Und genau das ist auch unser Gefühl. Hier bringen wir wirklich mit diesem Thema Generationen zusammen, die einfach verbindend miteinander auch bauen können. Genau, hier möchte ich schon mal hier unten auf der rechten Seite, ein bisschen verdeckt gerade, auch wirklich nochmal auf 3 beispielhafte Lego City Produkte verweisen, die ganz, ganz toll sind. Ja, ich könnte an dieser Stelle, ich glaube, stundenlang weitererzählen. Unser Produktportfolio entspannt sämtliche Interessenbereiche, sämtliche Altersstufen. Wie gesagt, ich möchte einfach noch ein paar Highlights auch darauf verweisen, die wir auch hier sozusagen hier draußen mitgebracht haben. Partnerschaften hatte ich erwähnt, für uns immens wichtig. Wir haben hier sozusagen aus unserem Lizenzbereich mit unseren tollen Partnern wieder einige Highlights auch. Hier zum Beispiel ein absolutes Fanset, die Winkelgasse aus dem Harry Potter Sortiment. Oder wir setzen auch neue Impulse mit neuen Zielgruppen. Ich glaube, Ihnen ist bereits bewusst, dass wir gerade im Kidults-Bereich, also im Erwachsenenbereich, bereits seit einigen Jahren erfolgreich unterwegs sind und mit den Lego Blumen einen absoluten Hit gelandet haben. Und so ein Hit lässt man sich natürlich nicht nehmen. Da geht es weiter. Auch in 2025 wird das Blumensortiment weiter ausgeweitet. Und hier beispielhaft eben auch nochmal unser pinker Blumenstrauß, auf den wir auch 2025 absolut setzen. Gut, damit komme ich hier schon zum Ende, stehe Ihnen natürlich für Fragen wahnsinnig gerne zur Verfügung. Janina, ich glaube, an der Stelle können wir eigentlich nur noch ein paar Wünsche mitgeben, richtig? Absolut. Kurze Ergänzung vielleicht noch, die Informationen haben Sie vielleicht auch schon erhalten. Unser pinker Blumenstrauß ist natürlich für den Toy Award nominiert. Und ja, wir freuen uns darüber und hoffen natürlich, den auch zu bekommen. Wir werden es sehen. Jetzt bedanke ich mich bei Ihnen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir wünschen Ihnen noch eine ganz, ganz schöne Messe. Wenn Sie jetzt einmal nach rechts schauen zu meinem Kollegen, gehen Sie doch da kurz vorbei. Sie erhalten ein kleines Geschenkchen von uns, das Sie daran erinnern soll, im Alltag auch dem Spielen Zeit zu widmen und so ein bisschen Spieltraining zu fördern. Genau, vielen Dank. Wir wünschen Ihnen auch von meiner Seite eine ganz tolle Messewoche mit ganz vielen spannenden Impulsen. Haben Sie viel Spaß, nehmen Sie die Energie mit ins restliche Jahr. So eine Messe ist immer was ganz Besonderes. Wir kommen immer energetisch aufgeladen zurück. Eine ganz erfolgreiche Woche, alles Gute. Wenn ich es Ihnen anbieten darf, eine Trillerpfeife, seien Sie Ihr eigener Lego-Trainer. Tja, und diese Fußball-Trillerpfeife, die muss ich jetzt auch gleich nehmen die kann man nicht kaufen. und gleich mal ausprobieren und zeigen. Und dann triller ich ein. Kann man gar nicht trillern, funktioniert ja gar nicht. Funktioniert schade. Ist also leider nur eine Attrappe. Ich dachte, dass sie wenigstens trillert. Kann man nichts ändern. Aber das war es hier vom Lego-Stand, von der Pressekonferenz für die Journalisten
hier am ersten Messetag der Spielwarenmesse. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, dass wir hier mal diesen kleinen Rundgang machen durften in das Gelände des Messestandes von Lego. Dürfen wir leider auch heuer als Journalisten nicht rein. Schade, es hat sich also nichts geändert, aber ist es wenigstens mal ein Anfang, dass man tatsächlich hier eine kleine Neuheitenschau gemacht hat und dass hier einige Sachen gezeigt werden. Und ich zeige die hier jetzt auch nochmal in aller Ruhe, dass man hier vielleicht ein bisschen was etwas näher anschauen kann, was hier ausgestellt ist für uns Journalisten. Hier nochmal der Blumenstrauß, der erwähnt wurde als eines der Flower Highlights von heuer. Dann, das könnte wohl ein Bambus sein. Dann Star Wars als Thema natürlich wieder mal. Panda-Bären. Ein Transformer. Und hier noch die vorhin erwähnten City-Sets. Und zum Abschluss gehe ich dann nochmal rüber zur Winkelgasse von Harry Potter, die vorhin ja auch erwähnt wurde. Und zu einem Formel 1, nee, nicht Formel 1, war natürlich nichts Formel 1 hier. Wurde zwar viel gesprochen über Formel 1, aber es sind hier nur Motorräder zu sehen oder nur eine Ducati. Und wie man schon sieht, schön bunt, obwohl man sich über bunt streiten kann, ob das hier wirklich so gewünscht ist, dass hier Zahnräder bei einem so tollen Hightech-Modell für Erwachsene unbedingt bunt sein müssen. So, das war's vom Lego-Stand. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Servus, Ihr Peter Pernsteiner.